Wir sind nun fast 2 Jahre mit dem Fahrrad unterwegs und durch 16 Länder geradelt. Wir haben beeindruckende Landschaften gesehen, viel über die unterschiedlichen Kulturen gelernt und wir hatten tolle Begegnungen mit den Einheimischen. Gerade sind wir in Südostanatolien auf dem Weg nach Midyat. Und sowas haben wir wirklich noch nie erlebt. Oh, wir haben so geile Scheiben mit Käse drüber noch gekriegt. Ich fange gleich an zu heulen, das ist so süß von den Leuten. Zwischendrin immer wieder Kirschbäume, Plantagen, weil hier oben auf 1200 wachsen die einfach viel besser, weil hier schön kühl ist. Das ist toll. Ui, schon wieder 10% hier. Ui. Heftig. Wir sind jetzt in Midyat, machen ein bisschen Mittagspause an diesem Stand hier. Hier ist schön Schatten, wir können sitzen. Es gibt ja, Brot mit unseren Tomatensachen und Öl und das Übliche, ja. Unglaublich. Das ist so süß. Was ist denn hier? Ich mag's gar nicht. Oh Gott, geil. das ist so süß. Wie haben die das denn entdeckt? Ich weiß nicht, die Leute sind so lieb, so Wahnsinn. herzlich. Wir werden hier total, wir kriegen Essen geschenkt, wir werden total herzlich empfangen. Wahnsinn. Und wir wollten ja eigentlich nur unsere fade Tomaten-Öl-Sache wie immer durchziehen und jetzt, oh krass, Melone mit Käse und Käse, Oliven. Melone, sowas Butteriges Oh Gott, vielleicht. ist das süß. In Deutschland, wenn man da aufwächst, das kennt man nicht, dass einfach einer mitten auf die Straße kommt und sagt, hey, hast du Lust auf Weißwürst? Ich bring dir jetzt Weißwürst. So, gibt's nicht. Ich habe noch nie einen Asiaten gesehen, der mir erzählt hat, dass es sowas gäbe. Aber hier ist es ja genauso. Wir sind ja für die Fremde und die kommen her und bewirten uns auf der Straße einfach so. Oh, wir haben so geile Scheiben mit Käse drüber noch gekriegt. Ich fange gleich an zu heulen, das ist so süß von den Leuten. Oh Gott, und das habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, es ist lieb, es ist Wahnsinn. Fuck. Nein, ich schaff's auch nicht. Das ist unglaublich. Wir waren echt sprachlos von so viel Gastfreundschaft von den Menschen, die uns einfach zufällig bei der Mittagspause entdeckt haben. Oh mein Gott, das ist so süß. Die liebe Dame hat uns sogar noch mit türkischen Mokka, Mandeln und Lokum verwöhnt. Einfach echt unglaublich. Guckt euch das mal an, hey. Ich habe in meinem Leben noch keinen so fancy Kaffee getrunken. Riecht gut. Und schmeckt auch gut. Ist anders als normaler Kaffee. Ja, ganz anders. Ja, schon. Schmeckt irgendwie auch ein bisschen nach Schokolade. Ist eher so Mokka-mäßig. Ist gut. Mag das. Wir werden immer wieder gefragt, was so diese Reise eigentlich für uns ausmacht und warum wir das alles machen und so weiter, und warum so diese Anstrengungen machen. Das war genau so ein Beispiel. Das sind diese ungeplanten Dinge, die passieren, diese wunderschönen Begegnungen mit Menschen, die einem so den Kopf waschen. Und das sind die Sachen, die so toll sind. Sowas erlebt man als Pauschaltourist niemals. Habe ich zumindest damals nie erlebt. Und sowas erlebt man nur, wenn man wirklich sich Zeit nimmt und in ein Land eintaucht. Und wenn man durch diese ganzen kleinen Käfer kommt, wo wirklich noch die echten Menschen sind. Dann erlebt man das und dann, wenn man das wirklich gespürt hat am eigenen Leib, wie sowas ist, kann man das auch wirklich mitnehmen und integrieren in sein eigenes Leben. Wenn man davon gehört hat oder das irgendwo anders mal gesehen hat im Fernsehen, man schaut sich eine Doku an auf ZDF, dann sieht man das und denkt sich, oh, das ist aber toll, aber im Endeffekt ist es dann wieder aus dem Kopf raus. Aber wenn man hier sitzt und das wirklich mal erlebt hat, wie das ist, und mit dieser Situation auch umgehen muss, wenn die Dame da steht und du gar nicht weißt, was du tun sollst, wenn du aus dem Danke sagen gar nicht mehr rauskommst und eigentlich nur so eine schäbige Kiste voller durchgerüttelter Dinger hast und den Leuten nichts anbieten kannst, du kannst ihnen kein Geld geben, weil es beleidigt sie, das geht gar nicht. Und ja, was machst du dann? Und schreibt mal in die Kommentare, was würdet ihr tun? Wie würdet ihr denn auf sowas reagieren? Das ist unglaublich schwierig und das muss man auch wirklich erstmal lernen, oder? Und wir sind halt auch oft gefragt worden, warum wir das dann alles filmen und ob uns das nicht zu doof ist und nicht wir einfach den Moment zeigen wollen. Klar, wir könnten uns das alles sparen, die ganze Technik und so. Das wäre auch viel leichter. Ja, aber ich finde, das ist total schön, wenn man sowas auch anderen Leuten zeigen kann, was wir für Erfahrungen gemacht haben und vor allem an vorderster Front, genau. Diese Vorurteile einfach ausräumen. Ganz viele Leute, die haben Vorstellungen von Leuten, anderen Ländern, die stimmen gar nicht. Das haben sie irgendwann mal gehört, ich weiß nicht, total veraltet.
Und wir wirklich sind in so Ländern und kriegen es hautnah mit und können das euch halt zeigen, wie wir es erlebt haben einfach. Und ich denke, da lernt man auch ganz viel drüber und wir wollen es euch einfach zeigen, damit ihr nicht Vorurteile habt und damit ihr ein bisschen, ja, wir lernen dazu und ich denke, ihr dann auch. Ja, wir holen uns noch ein Gastgeschenk für unseren Gastgeber hier, da drüben. Und zwar ein feines Baklava. Türken essen sehr gerne Süßigkeiten, deswegen kann man damit, glaube ich, nicht falsch liegen. Ein Bier wollen wir jetzt nicht mitbringen, das passt einfach nicht. Wir sind aber in Deutschland. Deswegen holt die Melli jetzt noch schnell was, ich passe auf die Räder auf und dann geht's weiter. Okay. Ja, wir sind beim Fahrrad. Yes. Er nimmt uns auf. Say hello to Germany. Hello, hello, hello. Genau, jetzt fahren wir mal die ganzen Sachen hoch und danach die Fahrräder. Ja, wir sind beim Fahrrad und der hat hier einen ziemlich coolen Wellensittich und der darf hier frei rumfliegen und der ist einfach hergekommen und auf meinen Kopf geflogen. Ich weiß nicht warum, aber anscheinend gefällt es ihm hier. Einfach so ohne Vorwarnung. Und jetzt ist er da rüber. Jetzt ist er im Kreis geflogen und wieder zurück auf meinen Kopf. Na du? Ich hab's ja schon immer gewusst, aber wir haben jetzt offiziell einen Vogel. Ja, sind wir beim Fahrrad. Den Fistik haben wir weggesperrt und jetzt gehen wir mit dem Fahrrad. Wir konnten Midyat. Ein bisschen Midyat erkunden. Ferhat haben wir über Wormschauers kennengelernt. Bei ihm und seiner Frau dürfen wir einige Tage in Midyat bleiben. Sie sind beide Lehrer und zusammen mit der gemeinsamen Freundin machen wir eine Spritztour in die Altstadt. Das hier ist ein altes Gasthaus und so ziemlich der Touristenmagnet in der Stadt. Wir haben irgendwie sowas gar nicht erwartet jetzt. Wir laufen durch so eine Burg oder so. Die anderen haben gesagt, sie kennen das eh und passen auf die Räder auf. Wir gehen jetzt mal hier durch und es ist echt schön. Also, Es ist wunderschön. Also, es ist toll gebaut, auch Ja. so richtig akkurat und alles so voll. so stellt man sich 1001 Nacht vor. Ja, oder? Den genau, Pferden. ja, genau. Schön. Das können wir sehr gut nachvollziehen. Denn man hat einen super tollen Blick von der Terrasse über die verschachtelten Gassen und die riesigen Sandsteinhäuser. Midyat war früher religiöses Zentrum für syrisch-orthodoxe Siedler. Wegen Unterdrückung und Verfolgung im 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts leben hier nur noch wenige Christen. Heute wird Midyat überwiegend von Arabern und Kurden bewohnt. Auffällig sind die vielen christlichen Gebäude, Kirchen und Herrschaftshäuser hier. Wir sind hier an einem Kloster, und zwar Mor Abraham heißt es, von 481 wurde es gebaut. Wahnsinn. Und wir dürfen jetzt rein. Eigentlich hat es schon zu. Der hat extra für uns aufgemacht. Voll lieb. Viele Kirchen, an denen wir vorbeiziehen, sind leer, aber wir haben Glück. Das Kloster Mor Abraham ist noch bewohnt und wir können es zusammen erkunden. Also jetzt echt abgefahrenes Zeug so, auch aus der Zeit. Hier unten gibt's vom Zahnarzt hier so Schalen und da sind Zähne. Abdrucklöffel, sagt die Melli, die kennst du ja besser aus. Und jede Menge abgefahrenes Geraffel. Ja, hier ist so ein Stuhl. Ist es ein Zahnarztstuhl oder was? Ein paar Kameras. Ja, eine Krippe, genau. Nikolaus? Eine Kanone. Und irgendwelche Spinnräder, Aufwickelrollen oder so vielleicht. Und ein Besenhandler. Abgefahren hier. So, wir sind ja hier beim Ferhat und seiner Frau, der Seliha. Und zusammen machen wir jetzt heute einen Ausflug. Es geht in ein Jesidendorf. Das ist spannend, weil es gibt gar nicht mehr so viele. Das ist ein verlassenes Dorf. Wir fahren jetzt ungefähr ein bisschen mehr als 10 Kilometer. Die Ilona begleitet uns. Das ist eine sehr gute Freundin von den beiden. Und das Lustige ist, die Ilona, die ist Englischlehrerin, also die kann super gutes Englisch. Und hat so ein paar Sachen übersetzt, die nicht so ganz klar waren. Und irgendwann hat sie angefangen, uns auf Deutsch anzureden. Und wir waren so perplex. Hä, hast du jetzt gerade mit uns auf Deutsch geredet? Ja, hat sich herausgestellt, die hat sehr lange in Deutschland gelebt, konnte dann auch perfektes Deutsch. Wir wollten so sehen, ob wir, ja, wie wir so ticken. Und ich glaube, wir haben aber den Test bestanden.
Nice to meet you. Wir werden von Schafen überrannt. Moin moin. Ja, anscheinend ist seit um 5 Uhr morgens der Strom weg. Wir sind seit 6 wach. Dass der Strom nicht geht, hat ja einige andere Nebenwirkungen auch. Zum Beispiel geht der Aufzug nicht. Wir sind im 4. Stock und müssen unsere Räder runterbringen, weil wir weiterfahren wollen. Und außerdem gehen natürlich auch das ganze Wasser nicht. Also weil die Wasserpumpen nicht funktionieren, kann man hier auch quasi nicht aufs Klo gehen. Ja, Mist. Wenigstens haben wir schon mal Wasser abgefüllt, das ist gut. Und jetzt geht natürlich auch das Licht auf dem Gang nicht, weil es natürlich auch mit Strom geht und es gibt keine Fenster. Jetzt dürfen wir wahrscheinlich die Räder 4 Stockwerke runtertragen im Dunkeln. Und ja, also mit Taschenlampen dann halt und danach natürlich unser ganzes Gepäck. Das wird dann schon mal richtig viel Sport, bevor es überhaupt losgeht. Schade, dass es nicht bergauf geht. So, da entfaltet sich der volle Genuss erst richtig. Danke für das. Eine wunderschöne Zeit zusammen, ja. Wir fahren jetzt weiter Richtung Batman und all the best to Selisch. Yes. Selisch? Okay. Sieht super aus. Batman und 13 bis Kiew Cave, ja. Und da machen wir dann wahrscheinlich Mittagspause. Ist ja unglaublich schön hier. Ich hoffe, dass das Mikro nicht knackt. Wir haben festgestellt, die letzten Aufnahmen waren vom Ton her grausig. Tut uns leid, aber unsere Technik gibt einfach nach und nach den Geist auf. Wenn ihr uns da irgendwie unterstützen wollt, würden wir uns mega freuen. Schaut mal unter den Videos, da gibt es die Links dazu, was es für Optionen gibt. Das ist wirklich wunderbar. Richtig toll. Wir haben jetzt hier einen Stausee gemacht und so ein Dorf überflutet. Früher war das irgendwie so besonders schön, dass man das angucken konnte. Aber naja. Der Hunger nach Profit und Energie hat das jetzt wohl gekillt. Bei unserer Fahrt nach Batman kommen wir an Hasan Cave vorbei. Der Ort ist eine antike Stadtfestung am Fluss Tigris. 20 verschiedene Hochkulturen siedelten sich dort in den letzten 10.000 Jahren an und schufen so ein umfangreiches Kulturerbe. Allerdings ist seit 2020 nicht mehr viel davon übrig. Denn der türkische Staat baute einen Staudamm und setzte Hasan Cave und weitere Teile der Region unter Wasser. Mit weiteren Stauseen und Kraftwerken will man so die Energiegewinnung und die Entwicklung von Ostanatolien vorantreiben. Etwa 60.000 Menschen verloren dadurch ihre Heimat. Die Einwohner von Hasan Cave wurden umgesiedelt und einige Bauten, wie zum Beispiel die alte Moschee und historische Grabdenkmäler, wurden zum Wiederaufbau abgetragen. Nun liegt 12.000 Jahre Menschheitsgeschichte unter Wasser. Das Projekt ist sehr umstritten. Unter anderem erfüllte es die Auflagen für den Umwelt- und Kulturgüterschutz nicht zufriedenstellend. Die Tigris fließt übrigens vom Osten her der Türkei weiter in Richtung Süden. Er markiert dort einen Teil der syrischen Grenze, wo er dann weiter in den Irak fließt. Der Wasserstand des Tigris könnte durch den Staudamm so weit sinken, dass in diesen Ländern Wasserknappheit herrschen könnte. Mit dem Rad zu fahren ist zwar manchmal ein bisschen anstrengend, dafür erleben wir spontan so viele schöne Momente. Wir haben wieder viel gelernt über die Türkei und haben tolle Menschen getroffen, die uns mit offenen Armen empfangen haben. Wir sind dankbar über jeden Augenblick dieser Reise und wir freuen uns, dass ihr unsere Abenteuer begleitet und unterstützt. Denn nur durch eure Hilfe entstehen diese Videos erst und wir können sie mit allen teilen.
Wenn dich unsere Videos inspirieren und dir einen Mehrwert bieten, freuen wir uns, wenn du uns einen Döner ausgibst. Die Infos, wie du uns unterstützen kannst, findest du in der Videobeschreibung. Gülle Gülle und bis bald!